Hallo ihr Schachstreber. In diesem Video beschäftigen wir uns mit dem Dreiecksmanöver. Das Ziel dieses Manövers ist es, die gleiche Stellung zu erreichen, während der Gegner am Zug ist. Dabei geht es darum, ein Tempo zu verlieren, um eine vorteilhaftere Position zu gelangen. Schauen wir uns dieses Beispiel an. In der Stellung Weiß ist am Zug und wenn Weiß zum Beispiel mit dem Zug König D6 beginnt, was auf den ersten Blick ein ganz logischer Zug wäre, spielt Schwarz König D8. Nach C7 König C8 und jetzt muss der weiße König die Deckung von dem C7-Bauern verlassen oder in eine Pattstellung zu kommen. Wenn in der Stellung Weiß mit dem Zug König C5 zum Beispiel beginnt, macht Schwarz die Opposition, König C7 und Weiß kann nicht nach vorne kommen mit dem König. Möglich wäre auch noch König E5 oder König E6 zum Beispiel, dann spielt Schwarz König C7, dann ist der Weiße verpflichtend, schon wieder auf D5 zurückzukommen und dann haben wir die gleiche Stellung, wobei Weiß am Zug ist. Wenn in der Stellung aber Schwarz am Zug wäre, dann ist die Stellung leicht gewonnen für Weiß. Das Problem ist, dass wenn Schwarz jetzt zum Beispiel König C7 spielt, dann macht Weiß Opposition und dann muss der schwarze König zurückgehen und dann nach König B6 werden wir auch noch den Bauern gewinnen und dann ist die Stellung gleich gewonnen. Oder wenn Schwarz mit so einem Zug wie König D8 oder König B8 beginnt, König D6, König C8, C7 und jetzt muss der König auf B7 kommen, nach König D7. Die Stellung ist gewonnen. Natürlich Weiß muss ein bisschen aufpassen, weil nach König A7, C8 Dame wäre es schon wieder unser guter Freund, der Patrick. Stattdessen könnte Weiß zum Beispiel König D8 zuerst spielen und dann nach König B7 erst dann die Dame holen und die Partie gewinnen. Also wie gesagt, für Weiß ist am besten, dass Schwarz in der Stellung am Zug ist. Und das können wir erreichen, indem wir ein Tempo verlieren. Also Weiß beginnt mit dem Zug König D4. König C4 ist auch optimal. Was passiert dann? Also nach König D4, wenn Schwarz sofort König C7 spielt, spielen wir König C5 und der König kommt durch und schnappt den A6 Bauern. Das heißt, Schwarz muss abwarten. Schwarz spielt König D8 oder König B8 und jetzt kommt der wichtigste Zug, nämlich König C4. Das heißt, wir gehen auf D4 zuerst, dann auf C4. Wenn Schwarz jetzt König C7 schon wieder spielt, haben wir König C5 und danach König B6. Und wenn Schwarz zurück auf C8 geht, dann kommen wir auf D5. Jetzt haben wir unsere ursprüngliche Stellung, wobei Schwarz am Zug ist. Und wie gesagt, dann ist die Stellung leicht gewonnen, weil nach König D8, König D6, König C8, C7 Weiß gewinnt. Oder wenn Schwarz mit König C7 zum Beispiel beginnt, König C5 und wie schon gesagt, der weiße König kommt durch. Dieses Beispiel ist überhaupt nicht einfach. Ich würde euch bitten, schon wieder auf die Pause drücken und möglichst viel Zeit investieren, um dieses Beispiel zu lösen. Weiß ist am Zug und gewinnt. Also wenn wir die Stellungsbeurteilung machen, werden wir merken, dass die einzige Seite, die gewinnen kann, ist der Weiße, weil der weiße König viel aktiver ist als der schwarze. Weißer König steht schon auf G5 und der schwarze auf H7. Weiß kann rein theoretisch auch einen Freibauer bilden, indem er G5 und dann H6 spielt, irgendwann mal später. Und weißer König ist ganz nah zu dem D5 Bauern. Aber das schaut alles so gut aus, aber in der Praxis ist ein bisschen anders. Also das heißt, wenn wir beginnen jetzt mit dem Zug König F5, mit der Idee sofort den D5 Bauern zu schnappen, also Schwarz kann dann G4 Bauern gewinnen und F Bauer hat einen freien Weg. Das heißt König
geht zum Beispiel auf E5, König G5, König D5, König G4 und jetzt, wenn Weiß zum Beispiel mit dem König auf E5 geht, kommt es zum Bauernwettrennen und letztendlich holt sich der Weiße erster die Dame, aber Weiß kann nicht gewinnen, weil der schwarze König droht noch auf H5 zu schlagen, Dame gegen Dame. Wäre es Remis, also vielleicht sollte Weiß Dame D7 spielen, nach König H5, Dame G7 und dann ist tot Remis. Wenn Weiß in der Stellung König F5 spielt und nach König H6 König F4 spielt statt König E5, dann kann Schwarz G6 ziehen. Das heißt jetzt zum Beispiel nach Schlagen, Hg6 kommt König G6, König E5, König G5, König schlägt D5, König G4 und der Schwarze ist schon wieder rechtzeitig da, das heißt, wenn Weiß auch versucht zum Beispiel König E4 zu spielen, dann kommt F5 und nach König E3 kann man Schach setzen und dann ist der schwarze König auch im Quadrat von dem D4-Bauern. Oder wenn Weiß in der Stellung König E5 spielt, F5, D5, dann haben wir schon wieder Bauernwettrennen und da muss man auch ein bisschen aufpassen nach F1, Dame G8, Dame geht auf H3 und es kann gar nichts passieren, also es gibt kein Spieß oder Fesselung, die Stellung ist Remis. Wenn Weiß statt Hg6 mit dem König auf E5 geht, dann schlägt Schwarz auf H5, nach Gh5 König H5 und nach König D5 rennt schon wieder der F-Bauer durch. Weiß könnte auch noch mit König F6 probieren, aber dann ist ganz gefährlich, weil dann Schwarz erster zu dem D4-Bauern kommt und Schwarz gewinnt in dem Fall. Das heißt nach König E7, König E4, wir haben zwei verminte Felder, E4 und C5, aber der weiße König ist weit weg entfernt von dem C5-Feld. Die beste Option für Weiß ist König F4 zu spielen. Jetzt nach G6 kommt König E5 und nach Schlagen, König H6, König schlägt D5, König H5, König geht zurück auf E5 und der weiße Bauer ist viel schneller. Das heißt, auf König F4 muss Schwarz König H6 spielen und jetzt haben wir unseren Dreiecksmanöver gemacht. Das heißt, wir gehen zuerst auf F4 und dann auf F5. Wenn Schwarz schon wieder G6 spielt, das wäre wieder ein Fehler, weil wir schlagen. Und wenn er schlägt, können wir jetzt zum Beispiel König F6 spielen und nach G5, zum Beispiel König F5, dann gewinnt man den G5-Bauern oder nach König H7 schon wieder das gleiche Szenario, G5 und Weiß gewinnt den Bauern und dann rennt auf D5. So, das heißt, Schwarz hat keine andere Option, als F6 zu spielen. Also wenn er zum Beispiel auch mit dem König auf H7 geht, es ist total unlogisch, weil der weiße König ist jetzt viel schneller. Er wird schneller den D5-Bauern schlagen als Schwarz den G4 und der weiße D-Bauer rennt durch. Das heißt, der einzige Zug ist F6. Und jetzt kommen wir zur Sache. Das heißt, Weiß spielt König E6, greift den D5-Bauern an. Schwarz muss König G5 ein Gegenspiel zu finden. König D5 geht schon wieder nicht, weil nach König D5 König G4 und Schwarz ist schon bereit. Also dann ist wieder die Stellung Remis. Aber Weiß spielt König auf F7 und greift den G7-Bauern. Nach König G4 König G7, nach König H5, König F6 und Weiß gewinnt. Das heißt, nach König F7 Schwarz muss König H6 ziehen.
Und jetzt haben wir eine ganz wichtige Stellung. Wenn Weiß zum Beispiel jetzt so einen Zug wie König F8 oder König G8 spielt, kommt G6. Und dann kann man nicht gewinnen, weil nach HG König G6 und Schwarz hat schon wieder alles unter Kontrolle. Und der beste Weg ist, schon wieder ein Dreiecksmanöver zu machen. Weiß spielt König E7. Haben wir das gemerkt? Er geht zuerst mit dem König auf F7, dann kommt er zurück auf E7 und er zielt auf den D5-Bauern und fragt den schwarzen König, okay, in welche Richtung gehst du? Gehst du zurück auf H7 oder machst du schon wieder König G5? Wenn der König auf G5 geht, also wenn der König auf H7 geht, haben wir schon wieder das gleiche Szenario, König D6 und Weiß ist viel schneller. Das heißt, wenn der König auf G5 geht, spielen wir König F8. Also nach G6 haben wir jetzt König G7. Und nach Schlagen, 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 König F6, Weiß gewinnt. Oder nach F5, der Weiß ist viel schneller. Wie gesagt, am Anfang, das ist der Vorteil, dass wir irgendwann mal einen Freibauer bilden können. Oder statt G6 könnte Schwarz auch noch mit dem König auf H6 gehen und dann kommt König F7. Und jetzt haben wir Zugzwangstellung. Das heißt, Schwarz hat dreimal Dreiecksmanöver gemacht. Nach dem König F7 ist der Schwarze verpflichtend, mit dem König auf H7 zu gehen und dann kommt König E6, König H6, König D5 und Weiß ist schneller. Wie gesagt, in dem Beispiel haben wir Dreiecksmanöver sogar dreimal gemacht. Wir haben begonnen mit König F4, dann nach König H6 haben wir das erste Mal Dreiecksmanöver gemacht. Nach F6 König E6, König E5, König F7, König H6 und dann haben wir das zweite Mal Dreiecksmanöver gemacht durch König F7, König E7, nach König G5, König F8, König H6 und das dritte Mal war das Dreiecksmanöver, in dem wir König F8 und dann König F7 gespielt haben. Das heißt, das Ziel von dem Dreiecksmanöver ist, ein Tempo zu verlieren. Das passiert zum Beispiel in der Eröffnung sehr selten, aber in Endspielen kommt es oft vor, dass wir ein Tempo verlieren sollen und mit dem Ziel, dass wir in die gleiche Stellung kommen, wobei der Gegner am Zug ist. Danke fürs Zuschauen.